Salve und willkommen zu meiner Roman Coin Show. In dieser Episode geht es um das Unboxing zweier römischer Bronzemünzen, die mir neulich auf eBay UK ins Netz gegangen sind. Generell bin ich ja bei Käufen auf eBay immer sehr vorsichtig, aber in diesem Fall erschien mir das Angebot authentisch und obendrein recht günstig, auch wenn ich noch ein paar Veränderungen vornehmen möchte, damit die Optik meinen Anforderungen entspricht. Aber hierbei lasse ich mich gern von euch beraten, beziehungsweise mich interessiert eure Meinung, inwiefern Restaurationsarbeiten an beiden Münzen sinnvoll erscheinen. So viel verrate ich euch schon mal vorab. Es handelt sich um zwei recht gut erhaltene Sesterze des Kaisers Hadrian, welche genau in mein Beuteschema passen. Denn ich liebe erstens große Bronzemünzen und zweitens alles, was mit den 5 guten Kaisern oder auch Adoptivkaiser genannt zu tun hat. Unter der Herrschaft Hadrians wurden unzählige Münzmotive eben auch in Bronze geprägt. Neben den berühmten Reisemünzen Hadrians ging es dabei oft auch um die Tapferkeit, Großzügigkeit oder aber auch die Gesundheit des Kaisers. Ich bin wirklich schon neugierig, ob sie in Natura auch so vielversprechend aussehen wie auf den Bildern bei eBay. Keine Sorge, die bekommt ihr auch noch zu sehen, aber zuerst einmal werden wir die Originale aus ihrem Gefängnis befreien. Etwas scheinen sie ja schon durch, aber wirklich zu erkennen ist da noch nichts. Zumindest sehr stabil verpackt sind sie. Die beiden Sesterze gab es übrigens im Kombi-Angebot und sie wurden als ungereinigt verkauft. Über den Kauf ungereinigter Münzen habe ich übrigens auch einmal ein extra Video gemacht, welches ich euch im Abspann verlinke, ebenso wie das Update zum Gewinnspiel, das ihr auch wieder am Schluss dieses Videos findet. Das Klebeband lässt sich ja nun wirklich nicht leicht abziehen. Aber die Hauptsache ist, die Münzen haben beim Transport keinen Schaden genommen. Wie immer erwartet euch eine detaillierte Beschreibung der Münzen, speziell natürlich auch der Reversmotive. Aber vorerst einmal möchte ich euch das eBay-Angebot zeigen, damit ihr eine Vorstellung bekommt, weshalb ich mich für diesen Kauf entschieden habe und wieso ich etwas aufgeregt bin, ob es sich wohl um keinen Fehlkauf handelt. Schon der erste Blick auf die Vorderseite mit den Büsten Kaiser Hadrians hat mich gefesselt. Und ich dachte zuerst, wieso sind denn die als ungereinigt eingestuft? Die wirken ja gar nicht so. Die würde ich einfach kaufen und so lassen. Bei dem Preis kein Thema. Ich denke, euch geht's vielleicht genauso. Aber als ich dann auf das nächste Bild mit den Rückseitenmotiven klickte, wurde mir klar, dass damit wahrscheinlich eher die Reversseiten gemeint sein dürften. Hier sieht man besonders beim linken Sesterz doch einen recht eindeutigen Reinigungsbedarf. Da ist schon einiges an grobkörnigen Verkrustungen zu sehen. Am linken Rand in der Mitte erkennt man eine weißpulvrige Schicht, bei der es sich hoffentlich um keine Bronzepest handelt. Und auch rechts gegenüber sieht man ein paar hellgrüne Patina-Abplatzungen am Rand. Die Optik des Motivs und der Schrift ließe sich aber bestimmt etwas mehr herausarbeiten. Der rechte Sesterz wirkt mal gar nicht so schlecht und da muss ich mir wirklich gut überlegen, wie viel ich da verändern möchte, damit Vorderseite und Revers nicht so stark voneinander optisch abweichen. Da habt ihr sicherlich auch Ideen dazu. Für mich, wie gesagt, erschien das Angebot ein Schnäppchen zu sein und mit etwas Preisnachlass, Versand und Zoll lag ich unter 150 € für beide. Aber widmen wir uns nun den angekommenen Münzen im Original. Gleich mal raus aus den Plastikhüllen. Der erste Eindruck ist schon ein guter. Sie wirken etwas heller als auf den eBay-Bildern, aber das mag wohl am Licht liegen. Die Kaiserbüsten sehen super aus und es wirkt, als wäre da wirklich nicht viel zu reinigen. Und trotzdem ist es jetzt wichtig, alles mit Ruhe zu erfassen und einen Restaurationsplan zu erstellen. Nehmen wir uns diesen Sesterz als erster vor. In der Nahaufnahme erkennen wir doch einige grobkörnige, verkrustete Felder. Obwohl der Hadrian hier ganz schön detailliert erscheint. Haarlocken, Lorbeerkranz, Barthaare, alles ist sehr gut zu sehen. Und auch ein Teil der Legende ist ebenfalls gut zu erkennen. Vor dem Kinn sehen wir ein Feld mit grünlich grober Malachitkruste. Die ersten Buchstaben des Kaisernamens Hadrianus sind etwas abgenutzt, aber dafür könnte man die übrigen Buchstaben etwas besser freilegen und von den groben Körnern befreien. Das Profil des Kaisers ist eigentlich so, wie es sein soll, nur im unteren Bereich des Halses könnte man einzelne Malachitkörner abheben, um ein gleichmäßiges Bild zu erhalten. Die harte Sandkruste entlang der Legende könnte man auch entfernen, aber das ist natürlich alles Geschmackssache und der Grundsatz ist hier, weniger ist mehr.
Was würdet ihr auf der Vorderseite entfernen oder würdet ihr sie einfach so lassen und sie gefällt euch so, wie sie ist? Es gibt ja schließlich auch absolute Gegner von Münzrestauration und vor allem das Glätten oder Nachschneiden ist häufig sehr verpönt. Zum nächsten Sesterz. Hier sieht man gleich mal eine dicke Sandkruste. Und der erste Teil des Kaisernamens ist auch hier etwas verblasst. Der Rest ist gut zu erkennen. Hier nicht zu viel verändern, um den Kontrast nicht zu zerstören. Unter diesen Krusten könnten Korrosionslöcher sein. Noch einmal Sandkruste entlang der Legende und hier am rechten Rand sieht man deutlich abgeplatzte Patina. Das könnte man farblich angleichen. Das ist sicher einer der schwierigsten Vorgänge im Restaurationsprozess. Aber dass es bei einer der beiden Münzen nicht so einfach werden wird, dachte ich mir schon beim Kauf. Deshalb auch das Kombi-Angebot. Nun, was würdet ihr an der Vorderseite der Münze verändern? Wie gesagt, weniger ist mehr. Ich glaube, bevor wir da eine Entscheidung treffen, sehen wir uns da unbedingt die Rückseite an, denn die hat auch schon bei eBay wirklich nach viel Arbeit ausgesehen. Für ein geübtes Auge ist sie zumindest als RIC 696 identifizierbar. Wir erkennen am Helm den Virtus, Personifikation der Tapferkeit und des Mutes, nach links stehend. Besonders aber das linke Feld und der Bereich, wo die Legende sich befindet, macht mir aufgrund der weißen, pulverartigen Kruste etwas Sorgen und ich hoffe, dass sich darunter eine intakte Patina befindet. Die Sandkruste oberhalb, die etwas das Parazonium verdeckt, lässt sich sicher entfernen und auch im Gesichtsbereich können wir etwas mehr Detail freilegen. Die Buchstaben S und C, welche für Senatus Consulto übersetzt mit Genehmigung des Senats stehen, sind bereits erkennbar und auch die Abkürzung AUG für Augusti ist bereits zu sehen. Gegenüber noch verdeckt sollte Virt für Virtus freizulegen sein und auch von dieser Seite aus sind die Patina-Abplatzungen am Rand deutlich zu erkennen. Naja, das ist schon ein bisschen eine Baustelle oder was meint ihr? Aber trotzdem sieht es vielversprechend aus. Hier gibt es noch einige Details sichtbar zu machen, um dadurch die Münze im Erscheinungsbild aufzuwerten. Für eine exakte Restauration benötigen wir natürlich ein Vergleichsexemplar, um zu wissen, was wir herausarbeiten wollen. Und das besorgen wir uns einfach im Internet. Der nächste Sesterz hat wohl schon auf den Bildern des Verkäufers einen besseren Eindruck gemacht. Da sieht man auch wieder etwas körnige Malachitkruste, aber die vollständig zu entfernen würde bedeuten, dass eine schokobraune Patina zurückbleibt, was sich dann doch zu stark von der Vorderseite unterscheiden würde. Salus, die Personifikation der Gesundheit, ist bereits gut zu erkennen. Sie hält einen Stab in der linken Hand. Links neben ihr befindet sich ein Altar, aus dem sich eine Schlange windet, welche Salus aus einer Patera, also Opferschale, füttert. Die Buchstaben S und C sind hier bereits deutlich erkennbar und auch die Abkürzung AUG für Augusti, da es sich ja um die Gesundheit Hadrians handelt, sehen wir ganz klar. Das S und das A von Salus erkennen wir auch, aber den Rest, der ist doch etwas verdeckt oder vielleicht sogar abgenutzt. Wird sicherlich spannend, ob wir hier etwas mehr von den Buchstaben sichtbar machen können. Einzelne Malachitkrusten sollten mit einer sehr scharfen angeschliffenen Nadel behutsam entfernt werden. Das alles geht natürlich nur unter einem Mikroskop. Identifiziert habe ich den Sesterz als RIC Nummer 786 und auch hier habe ich mir natürlich ein Vergleichsstück aus dem Internet gesucht, um die Details genauer zu erkennen. Das dient quasi als Referenz bei der Arbeit. Wenn wir uns den Rand genauer ansehen, erkennen wir, dass auch hier zahlreiche Sandkrusten vorhanden sind. Ich könnte mir natürlich die Mühe machen, diese insgesamt sorgfältig abzutragen, um ein einheitliches Patina-Bild zu erhalten. Also was sagt ihr dazu? Lohnt sich das? Oder den Rand besser so lassen, wie er eben ist? Das Salus-Motiv zählt sicher zu den häufigeren Prägungen, aber ich finde es trotzdem sehr attraktiv, speziell wegen der Schlange, die sich aus dem Altar windet. Da sie zwischen 134 und 138 nach Christi geprägt wurde, fällt sie damit in die letzte Regentschaftszeit Kaiser Hadrians, die er bereits gezeichnet von Schmerz und schwerer Krankheit verbrachte. Nun, das sind sie also, meine zwei Neuankömmlinge, die mir bestimmt noch etwas Arbeit bereiten werden. Also erwartet das Restaurationsvideo nicht zu früh, denn gut Ding braucht bekanntlich Weile
und ich will ja schließlich nichts verpfuschen. Ich freue mich natürlich auch schon über eure Kommentare zu den 2 Sesterzen und welche Ratschläge ihr für mich habt. Also Schnäppchen oder absoluter Fehlkauf? Oder liegt die Wahrheit gar irgendwo zwischendrin? Ihr entscheidet. Zum Abschluss gibt es wie immer ein Update zu unserem Gewinnspiel und eine Vorschau aufs nächste Video. Leider war diese Woche wieder kein Gewinner, deshalb schließe ich heute wieder eine Münze vom Gewinnspiel aus. Und zwar den Sesterz der Lucilla mit der RIC-Nummer 1742. Es verbleiben also noch 12 Sesterze im Spiel, von denen ihr 3 auswählen könnt, von denen ihr meint, dass ich sie in Paris gekauft habe. Eine Liste der verbleibenden Sesterze findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Videos, sowie die Teilnahmebedingungen und den Disclaimer zum Gewinnspiel. Nächste Woche gibt es dann ein Fortsetzungsvideo zu unserer Serie Fake Roman Coins und ich kläre auf, wieso ich einen Denar mit Aydemar Reversmotiv besitze. Falls ihr das Video Numismatica Einkaufstour in Paris nochmal sehen wollt, klickt auf das rechte obere Feld. Und falls ihr mein Video zum Thema Münzrestauration sehen wollt, klickt auf das rechte untere Feld. Drückt den Abonnier-Button und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich freue mich auf das nächste Mal.